Wunderschönes Rhodos. Los geht's. Endlich aufs Wasser. Die griechische Insel hat sich schon lange auf sonnenhungrige Touristen eingestellt. Wir machen eine Rundreise und zeigen ihnen die schönsten Orte zwischen Rhodos Stadt im Norden und Thrasyonisi im Süden. Wo findet man märchenhafte Kulissen zum Entspannen? Und uralte Baudenkmäler, die uns die Wurzeln unserer eigenen Kultur zeigen. Wir erkunden auch die touristischen Zentren und zeigen ihnen, wo die Natur auf Rhodos lebendig und voller Magie ist. Spaß und Bewegung dürfen im Urlaub natürlich auch nicht fehlen. Wer das Abenteuer sucht, kein Problem. Auch davon gibt's hier eine Menge. Rhodos ist bestens geeignet für alle, die den Komfort einer Pauschalreise schätzen. Aber man kann auch leicht individuelle Ausflüge machen. Und wir wollen die Insel auf eigene Faust erkunden. Willkommen auf Rhodos! Unsere Reise beginnt in einer Badebucht im Nordosten der Insel. Füße im Wasser und jetzt hier so einen schönen Frappé oder Frappedaiki, sagen die Griechen, wenn er ein bisschen kleiner ist. Das liebe ich ja. Das ist da mit so Instantpulver und Eis so aufgeschüttelt und dann Milch dazu. So der Inbegriff von griechischem Lebensgefühl. Kalt und erfrischend. Gefühlt über 40 Grad. Richtig heiß heute auf Rhodos. Ja, in diesen berühmten Grotten hier, da würde die Göttin Lindia verehrt. Später wurde dann der Athene oben ein Heiligtum gebaut und dann hat man die heilige Maria im Ort verehrt. Also Frauenpower hier. Wir sind hier. Lindos. Die vielen Besucher kommen vor allem wegen der spektakulären Akropolis nach Lindos, zu der wir gleich auch noch hochsteigen werden. Aber es macht auch Spaß, durch die verschachtelte Altstadt zu schlendern. Wie so ein Labyrinth hier. Schön. Schön kühl im Schatten. In Lindos sind die Häuser wie auf vielen griechischen Inseln weiß getüncht, um Hitze und Ungeziefer abzuwehren. Doch die Steinmosaike, die man hier überall sieht, geben dem Ort schon etwas ganz Besonderes. Unser Aufstieg zur Akropolis hat begonnen, vorbei an Cafés und vielen Souvenirshops. Etwas, was man auch überall sieht, sind Bilder von Eseln. Die vierbeinigen Bewohner hat sich der Touristenort zum Symbol auserkoren. Esel, die in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, waren in Griechenland früher immer auch ein Zeichen von Reichtum. Als dann in den 1970er Jahren die Touristen nach Rhodos strömten, bekamen die Esel von Lindos einen neuen Job.
Seitdem schleppen sie die Touristen die 350 Stufen bis zur Akropolis hoch. Die Eseltreiber verdienen gut daran und sagen, dass sie ihre Tiere auch gut behandeln. Aber wenn man bedenkt, dass Esel eigentlich nur 20% ihres Gewichtes, also 40 Kilo, tragen sollten, finde ich, müssen Erwachsene den Ritt hoch zur Bergspitze vielleicht doch wirklich überdenken. Wir jetzt nicht. Wir laufen selber. So weiche, schöne, große Ohren und so ein tolles Gesicht. Ja. Lindos ist ein sehr alter Ort, wo wahrscheinlich schon vor 4000 Jahren Menschen siedelten. Der natürliche Burgberg bot einen guten Überblick und ließ sich bestens verteidigen. Gebäude verschiedener Epochen sind hier übereinander gebaut. Die Stufen sind noch aus der Antike, die Mauern dahinter aus dem Mittelalter. Die Archäologen haben hier viel zu tun. Die Akropolis von Lindos war auch immer ein Wallfahrtsort. In der Antike gab es einen Tempel zu Ehren der Athene und einen für Herkules. Während der Kreuzzüge hat sich hier oben der Johanniterorden ein Kastell gebaut. Übrigens, nicht weit von hier gibt es eine Bucht, in der der Apostel Paulus angelandet sein soll, als er Rhodos besuchte. Dass er mal auf der Insel war, steht in der Apostelgeschichte der Bibel. Haben Sie irgendwas Besonderes gefunden hier? Was Überraschendes? Ja, ganz viel. Es war ein besonderer Moment, als wir ungewöhnliche Münzen gefunden haben. Denn die haben bewiesen, dass die Akropolis nicht nur ein Heiligtum war, sondern auch als eine Art Wechselstube fungierte. Da waren Münzen von anderen Inseln um uns herum, denn die Menschen kauften hier Opfergaben für die Göttin. So kam ihr Geld hierher. Okay. Und was ist mit all den anderen Sachen aus der Antike? Kann man da heute noch was finden? Wir haben auch ganz viel im Dorf gefunden. Die Bewohner haben die Steine der Heiligtümer weiter benutzt. Das waren ja fertig behauene Steine. Sie haben sie mit Eseln heruntergeholt und damit ihre Häuser gebaut. Schön kühl hier drin. Yassas, hallo. Hallo, willkommen im Kapitänshaus. Oh, Sie sprechen Englisch. Ich gebe mein Bestes. Das ist aber ein ganz besonderes Haus. Ja, das ist es. Es ist das älteste Haus in Lindos. Ein echtes Kapitänshaus. Hier hat also im 17. Jahrhundert ein reicher Kapitän gewohnt. Die Außenfassade ist im maurischen Stil. Der große Wohn- und Schlafbereich ist heute ein Sammelsurium mit Einrichtungsgegenständen aus dem gesamten Mittelmeerraum. Ein Kapitän kam damals weit herum und brachte viele Reichtümer von seinen ausgedehnten Reisen mit. Aus den hoch oben angebrachten Fenstern konnten die Frauen weit aufs Meer nach ihren Männern Ausschau halten. Das Kapitänshaus in Lindos ist ein privates Museum, wo die Gegenstände nicht unbedingt nach wissenschaftlichen Kriterien ausgestellt sind. Im Innenhof davor betreibt die Besitzerfamilie eine Bar. Traditionell werden die Häuser hier auf unseren Inseln von der Mutter an die Tochter weitergegeben. So waren die Familien immer abgesichert, selbst wenn der Vater auf See umkam. Das ist also eine Insel der Frauen und eine Stadt der Frauen. Dieses Haus gehört seit über 150 Jahren der Familie meiner Frau.
Möchtest du was trinken? Of course. Unbedingt. Was Frisches. Hast du Orangensaft? Klar, die Orangen sind von hier, also extra frisch. Yes. Perfekt. Gute Idee. Yamas, wie wir hier sagen. This is a really, that's a nice thing. Die Touristen hier sind immer in Eile. Sie kommen hier morgens mit einem Schiff an und wollen dann die ganze Insel besichtigen. Hier, zur Akropolis, kommen sie meist ganz früh, weil es später zu heiß ist. Zwischen 2 und 4 ist es hier wirklich sehr heiß. Da will kaum jemand in der Sonne sein. Das kann man auch als heißen Tipp sehen. Denn wenn die Tagestouristen weg sind, ist es unten am Meer herrlich ruhig. Und jetzt endlich Strand. Morgen geht's aufs Wasser. Von Lindos an der Ostküste fahren wir an die etwas rauere Westseite. Da kann man mit etwas Glück Delfine aus nächster Nähe sehen. Achtung, Landeier. Von oben sieht das ja noch harmlos aus. Aber sobald man aus dem Hafen raus ist, ist eigentlich nur noch die Schiffsbesatzung wirklich entspannt. Es geht ganz schön rauf und runter auf den Wellen. Also das ist eine ganz krasse Ausfahrt. Alle krallen sich hier fest. Ich darf nur sagen, es ist nur hier bei dem Teil, wo man aus dem Hafen rausfährt, dass es so krass ist. Nachher wird es wieder ruhiger. Aber das ist gleich schon mal am Anfang was für harte Software. Also echt heftig. Nur mit Festhalten geht das. Es ist immer wieder einfach ein Riesenerlebnis. Ja, da sind sie. Mensch, ist das toll. Das ist schon einfach großartig. Dass die Delfine hier schwimmen, hat einen Grund. Hier gibt es eine Fischzuchtanlage und von dem Futter dort fällt auch immer was für sie ab. Die Aquakulturanlage hier gehört Savas, dem Besitzer des Bootes. Er erklärt mir, dass er die Becken hier naturverträglich und nachhaltig bewirtschaftet. Wir unterliegen hier sehr strengen Auflagen. Die Fischqualität und die Wasserqualität werden alle 3 Monate kontrolliert. Und dank des stabilen Ökosystems hier sind unsere Fische gesund, sodass wir keine Antibiotika oder andere Medikamente verwenden brauchen. Savas hat seine Fischfarm zugleich auch als Touristenattraktion ausgebaut. Man kann hier im Aufzuchtbecken mit den Schwärmen zusammen schwimmen. Was für ein Erlebnis. Aber so viele Fische an einem Ort auf engem Raum.
kann das überhaupt gut für die Umwelt sein? Andererseits verhilft Aquakultur vielen Menschen zu einer leckeren Fischmahlzeit. Es ist ein ewiges Abwägen und es ist nicht schnell eine Lösung zu finden. Und es ist besonders, wenn man plötzlich Teil dieser ganzen Thematik wird, wenn man so mitten reinschwimmt und sich dieser ganzen komplexen Thematik bewusst wird. Nicht einfach. Die Fische hier bekommen täglich 2,5 Tonnen Fischfutter. Im Winter etwas weniger. Wir fahren weiter zur Insel Alemnia, 7 Kilometer westlich von Rhodos. Alemnia war im Mittelalter Teil einer Kette von Nachrichtenstützpunkten. Wenn Piraten oder feindliche Flotten am Horizont auftauchten, zündeten die Johanniterritter einfach ein Leuchtfeuer an. Das war Teil einer gut geplanten Signalkette, an der zahlreiche Inseln teilnahmen. So konnten Nachrichten sogar das griechische Festland erreichen. Doch auf Alemnia gibt es kein Süßwasser. Deshalb wurde die Insel nie dauerhaft besiedelt. Das sind ehemalige Soldatenunterkünfte der deutschen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg. Zurück auf Rhodos. Lateinschüler kennen die Aesop-Fabel von dem Aufschneider, der vorgibt, auf Rhodos besonders weit gesprungen zu sein. Sein Gegenüber sagt ihm plötzlich: Hic Rhodos, hic salta. Hier ist Rhodos, spring. Mutig, oder? So langsam kann man sich hier steigern und dann immer weiter hoch. Oh Mann. Alle runter. Juhu. Elpida Hatsioanu Ide besucht die Rhodos Phaeton Ranch, wo die letzten Vertreter einer rhodischen Pferderasse leben. Ein Verein auf der Insel sammelt Spenden für deren Versorgung. Es gibt nur einen Angestellten, den alten Yorgos. Das ist die Agora. Und die anderen warten auch schon auf dich. Diese Rasse, das rhodische Pferd, lebte Jahrtausende lang in den Bergen der Insel. 11 Tiere gibt es hier noch. Sie sind zwar klein und schmal, waren aber trotzdem in der Vergangenheit sehr geeignet als Arbeitsponys. Mein Vater und mein Großvater hatten damals schon diese kleinen Pferde. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder mit ihnen zusammen bin. Früher haben wir mit diesen Pferden die Felder bestellt und die Ernte nach Hause gebracht. Die Pferde standen auf dem Berg, wenn wir sie brauchten, haben wir sie geholt. Wir hatten damals keine Maschinen, keine Autos. Wir haben alles mit den Pferden gemacht. Na, mein Kleiner, fein bist du. Besucher sind auf der Phaeton Ranch immer willkommen. Besonders, wenn sie ein paar Möhren oder Äpfel für die kleinen Pferde mitbringen.
Elpida ist eine leidenschaftliche Pferdekennerin und hat selbst eine Ranch auf Rhodos. Ja, du musst mal auch ein bisschen aufpassen, weil es kann sein, wenn du hierher kommst, dass vielleicht welche auch zwicken. Also man soll jetzt nicht gleich mit den Kindern hierher kommen und sagen, oh, diese Pony, sondern hier schön nah rangehen. Also manche zwicken hier auch von denen. Die 11 Pferde, die bei Yorgos leben, sind zu wenige, um eine Erhaltungszucht zu starten. Wenn kein frisches Genmaterial von weiteren Exemplaren dieser Rasse dazukommt, wird sie mit diesen Tieren hier aussterben. Der Verein sucht inzwischen auch auf anderen Inseln nach ähnlichen Mini-Pferden, um die Herde doch noch zu vergrößern. Elpidas Ranch liegt im Landesinneren, 30 Kilometer südwestlich von Archangelos. Wir haben hier eine Gruppe, die geht gerade zum Kloster. Ja, ach, mit den Pferden? Mit den Pferden, genau. Dann besuchen wir das Kloster Paris. Du machst mit, oder? Ja, wenn du ein Pferd hast, was geduldig ist. Also ich kann so ein bisschen reiten, aber schon länger nicht mehr. Also die Maisie ist eine ganz süße. Schau mal her. Crazy Maisie. Eine ganz liebe. Die hat uns 3 Fohlen hier zur Welt gebracht. Das ist eine super Mama. Toll. Sieht man ihr nicht an, aber die ist auch schon 22 Jahre alt. Echt? Topfit. Du schmeißt mich nicht runter, Maisie. Heute nicht. Reitmöglichkeiten gibt es viele auf Rhodos. Kurze Ausflüge an den Strand, zum Picknick oder in ein abgelegenes Bergdorf. Auch mehrstündige oder Ganztagesausritte. Wir reiten jetzt auf einer Nachmittagstour zu einem traditionellen griechisch-orthodoxen Kloster. Die meisten in der Gruppe können ziemlich gut reiten. Bedingung ist das aber nicht. Elpida erzählt mir von dem legendären Schmetterlingstal, das man unbedingt besuchen sollte, wenn man zwischen Mai und September auf Rhodos ist. Es liegt etwa 40 Kilometer nördlich von Lerma. Der griechische Name fürs Schmetterlingstal ist Petaloudes. Bei einem Spaziergang dort kann man tausenden Exemplaren einer seltenen Schmetterlingsart begegnen. Das hier ist ein russischer Bär. Es gibt ihn auch woanders in Europa, aber nicht so zahlreich. Angezogen wird er durch den Harzgeruch des orientalischen Amberbaums, aber auch durch das kühle Mikroklima im Tal. Dimitri, der die Taverne hier in der 3. Generation bewirtschaftet, hat den Eindruck, dass die Schmetterlinge immer weniger werden. Und er kann sogar sagen, woran das liegen könnte. Die Schmetterlinge gab es hier im Tal schon immer. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Sie sind, wie soll ich sagen, so etwas wie meine Familie. Deshalb will ich sie beschützen. Ich habe eine Broschüre gemacht, um die Besucher des Tals zu sensibilisieren, dass sie die Schmetterlinge nicht stören. Wenn die nämlich ständig aufgescheucht werden, verlieren sie viel Energie. Und wenn im September die Paarungszeit kommt, vermehren sie sich nicht mehr so gut. Und dann werden im nächsten Jahr wieder weniger Schmetterlinge im Tal sein.
Die Herrin der Küche ist Eleni. Sie hat ihre Kochkünste auf die Gerichte abgestimmt, die die ausländischen Besucher gut kennen. Ich bin hier im Tal, seit ich 19 bin. Wir haben hier noch eine Frau, die uns hilft. Aber ich mache alle Vorbereitungen fürs Kochen. Zum Beispiel für Macaroni, Moussaka und die griechische Bolognese. Die Moussaka gilt als kulinarischer Geheimtipp hier. Sie wird mit Lammhack, Auberginen und Zimt gemacht. Unsere traditionelle Moussaka. Sehr lecker. Die Gegend rund um das Bergdorf Lerma, durch die wir gerade reiten, besteht aus weitläufigen Wäldern, Getreidefeldern, Weingärten und Olivenhainen. Nach knapp 3 Stunden haben wir unser Ziel erreicht. Zu unserer Überraschung bekommen wir als Besucher Geschenke. Tee und Suma. Suma, das ist sehr lecker. Das ist ja schön. Suma ist ein Schnaps, oder was? Ja. Wieder diese Art von Mosaiken, diesmal mit religiöser Bedeutung. Das Mosaik hier bedeutet, wir sitzen alle in einem Boot. Und Christus ist unser Kapitän. Mutvoll voran. Hier 2 Pfaue sind abgebildet. Kommt mit nach drinnen. Da haben wir viele Sachen aus der byzantinischen Zeit. Wie in den katholischen Kirchen stellen die Menschen auch im griechisch-orthodoxen Glauben Kerzen auf. Sobald du reingehst, Wenn man in die Kirche reinkommt, macht man die Kerze an. Denn sie ist ein Symbol für etwas. Mit ihrer Flamme erleuchtet sie die Dunkelheit. Und so soll sie auch unser Leben erleuchten. Sie soll für unsere Mitmenschen dahinschmelzen. das ist halt selber toll. Yes. Der Legende nach, erklärt uns Pater Nektarios, kam eine schwerkranke byzantinische Prinzessin vor mehr als 1000 Jahren an diesen Ort, um zu sterben. Doch der Erzengel Michael erschien und gab ihr Kraft. Zum Dank wurde hier dieses Kloster erbaut und dem Erzengel gewidmet. Eine Orgel findet man in der Klosterkirche von Tari nicht. In der orthodoxen Tradition gilt die von Gott geschenkte menschliche Stimme als das einzig geeignete Instrument, um den Herrn zu preisen. Das Kloster Tari stand lange leer. Seit den 1990er Jahren lebt hier wieder eine kleine Klostergemeinschaft. Hier darfst du Tee bekommen und geweihtes Brot. Ja. Artus. So, danke schön. Dankeschön. Oh. Das hier ist Basilikum. Bei uns steckt man den Mädchen ein Sträuchchen davon hinters Ohr, wenn ein Fest gefeiert wird. Ah, das heißt dann immer, das sind die Party machen sozusagen. Aha. Wir haben die Wahl, zurückreiten oder mit dem Auto fahren. Elpida und ich nehmen das Auto.
In Lerma gibt es mehr Häuser als Menschen. Denn das Bergdorf hatte mal rund 1000 Einwohner. Als die Landwirtschaft nicht mehr genug abwarf, zogen viele weg. Doch eine kam hierher und gründete 2006 eine Ranch. Und weil ich schon auch als Kind immer mit Pferden zu tun hatte, lief mir halt ein Pferd über den Weg sozusagen. Also beziehungsweise ich dem Pferd und ja, bam. Das hatte dann bam gemacht und dann habe ich gesagt, ja, mein Gott, das arme Tierchen, das muss ich mich jetzt ein bisschen drum kümmern. Und dann fing die Idee an. Also, dass man hier doch eigentlich eine Ranch aufmachen könnte. Also, ich hatte schon immer mal einen Wunsch, einen kleinen Bauernhof zu haben. Am liebsten auch mal mit 1, 2 Pferden. Aber so eine richtige Ranch aufzubauen, das war eher so oft ein Wunschgedanken im Hinterkopf, was ich wahrscheinlich in Deutschland nicht gemacht hätte. Und hier hat es einfach passiert. Und später habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Erst das Pferd, dann der Mann. Ja, Ist auch genau. mal eine Variante. Elpida pflegt wie die Griechen eine ausgeprägte Gastfreundschaft. Wir werden zum Grillabend eingeladen. Am wichtigsten Ort steht dabei Elpidas Mann Takis. Zum Wohl, zum Wohl. Fleischball. Also der Abendwind kommt jetzt ins Gesicht geweht. Das riecht schon so toll. Sag mal, kennt dein Gatte, dein Mann, kennt der den Pater, den wir gerade getroffen haben? Ja klar, der hat uns ja getraut. Er hat euch getraut. Der würdevolle mit dem langen Bart. Ja, der mit der tollen Stimme. Da bin ich tatsächlich mit Pferd und Freunden, mit Pferden sind wir hochgeritten in die Kapelle. Da hat mein Mann ganz brav an der Kapelle gewartet. Wie sich das gehört. Ja, Und dann hat er euch da getraut. und er hat uns dort Wie heißt getraut. er noch, Pater? Nektario. Nektario. Das ist ja eine Erscheinung, ne? Ja, das ist ja überhaupt ein ganz, ganz toller Mensch. Der ist zum Beispiel auch bei Facebook, ja, wo man jetzt bei einem Mönch jetzt gar nicht denken würde. Nee. Und um Menschen irgendwie so zu inspirieren, lässt er sich ein Foto machen, wenn er gerade Blut spendet oder so. Und dann hat er wieder seine Schäfchen, die dann sagen, hey, das mache ich auch. Nach und nach trudeln weitere Freunde ein. Hallo. Was machst du denn hier? Alles klar? Elias. Du müsst jetzt auch mal kennenlernen, weil das ist ein Reitschüler von mir. Ein Reitschüler. Aber Sieht so gar nicht so war aus der. wie ein Schüler. Ja, nee, jetzt auch nicht mehr. Jetzt hat er mehr so Motorräder und Windsurfen im Petto. Aber er hat bei mir reiten gelernt, hatte dann auch eigene Pferde. Und ja, ich kenne dich seit du 8 bist, nicht seit ich 8 Oh, bin. wirklich? Wir kennen uns, seit du 8 bist, richtig? Ja, ja. So, you speak English? Sprichst du Englisch? Deutsch? Englisch ist besser. Englisch ist fein. Okay, Motocross and Surfing? Motocross, Windsurfing und Reiten. Okay. Also Horse Riding hatten wir jetzt gerade hier, aber Windsurfing finde ich klingt ja auch spannend. Where do you do Wo machst du das? In Prasonisi. Unterrichtest du auch Leute? Nein, eigentlich nicht. Ich kann dir aber was beibringen, wenn du magst. Wirklich? Ich bin da aber nicht so gut drin. You know, somewhere at the beach and then you... Gut, ich freue mich, es mal zu versuchen. I'm looking for Klar, gerne. trying with you. Je länger man zuschaut, desto mehr bekommt man Lust, es selbst zu probieren. Hey, days keep ticking by, but memories never die. Still waiting for you to come home. Can't change it if I try. I always wonder why. When all this time I should have known. Okay, Elia, is this the Okay, Elia, ist das jetzt schon die Profi-Ausstattung oder ist das für Anfänger? for beginners? Yes, it's not for a beginner. Das ist nicht für Anfänger, sondern schon ein bisschen kleiner. Aber du kommst schon damit zurecht. Okay, but here Okay, da hinten sind die Kitesurfer und hier die Windsurfer. Oh, schau mal, wie verrückt. Ei!
crazy people here. So ist Prasonisi. Alle haben Spaß. Yes, Prasonisi. Where's the Turkey? Wo ist die Türkei? Da? Ja, irgendwo da. I want to go to Turkey. Ich will also nicht bis dahin. Mit Glück kommst du bis nach Kreta. Ja, auch eine schöne Insel. Okay, stand up. Okay, and take the line. Now. Okay. Find your balance. Find the balance. Wait. Das war so cool. Dieser Moment, wo man merkt, es geht, es fährt. Ja, it was great. Das war echt ein großartiges Gefühl. Und wovon haben wir noch gar nichts gesehen? Von der Inselhauptstadt. Die Stadt Rhodos an der Nordküste wurde 408 vor Christus gegründet. Sie hat heute 51.000 Einwohner, 2 Häfen, eine Altstadt und eine Neustadt. Maria meta kitrina, yon agapas kalitera, yon agapas kalitera, ton atrasito gitona. Maria meta kitrina, yon agapas kalitera, yon agapas kalitera, ton atrasito gitona. Adaramu τον αγάπω, το γείτονα καλύτερα. Τον αδραμού τον αγάπω, το γείτονα καλύτερα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα. Ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γείτονα. Trotz unbeschwerter Urlaubslaune sollte man sich die Rechnung vor allem in den Restaurants rund um den Seepferdchenbrunnen vor dem Bezahlen genauer angucken. Und doch darf man Rhodos-Stadt nicht auslassen, wenn man auf der Insel Urlaub macht. Elfriede zeigt mir in der weltberühmten Altstadt die interessantesten Ecken und Straßen. Und das hier ist die berühmte Ritterstraße. Da sind früher die Ritter vom Schiff runtergekommen, mit ihren Pferden hochgerannt oder gelaufen. Und jetzt halte ich fest, unsere auch mal für einen Film. Was? Ja, da hatten wir einen Film, der hieß Schliemann und Sophie mit dem Heino Ferch. Da wurde das hier alles gesperrt. Und dann sind wir also von unterhalb mit der Kutsche bis zur Hälfte ungefähr mal hoch.
Also die mussten wirklich galoppieren auf diesem Boden. Da haben sie extra Kautschuk-Hufeisen bekommen. Und das war schon eine aufregende Sache. Und hier hochgeprescht? Ja, hier hochgeprescht. Da haben wir auch 3 Kreuze gemacht. Du. Nee. Voll schön. Das war sicher eine Riesenaktion. Ne? Ja. Die betreffenden Ritter, nach der die Straße benannt ist, sind die des Johanniterordens. Ab 1309 hatten sie hier ihr Hauptquartier und bescherten der Stadt Rhodos eine Blütezeit. Sie errichteten Kirchen und Hospize während ihrer 200-jährigen Herrschaft, förderten den Handel und vor allem befestigten sie die Stadt gegen Angreifer. Denn die Osmanen und andere Muslime waren im östlichen Mittelmeer damals gefährliche Gegner. Eigentlich ist die gesamte Altstadt von Rhodos eine einzige große Festungsanlage. Ihre ringförmige Mauer, die bis zum Hafen reicht, ist noch vorhanden. Die Ritterstraße führt von dort zum Großmeisterpalast, dem damaligen Hauptquartier des Ordens. Er beherbergt heute ein Museum. Im 14. Jahrhundert hatten sich die Johanniter von wehrhaften und barmherzigen Mönchen zu kampfbereiten Rittern im Namen der katholischen Kirche entwickelt. Jedes Jahr im Mai und Juni wird diese Vergangenheit auf dem Mittelalterfestival in Rhodos Stadt lebendig. Jeder darf mitmachen und sich verkleiden. Die Ritter mit dem Johanniterkreuz wehrten im 15. Jahrhundert 2 Belagerungen der Türken ab. Als die Osmanen aber 1522 nochmal wiederkamen, gewannen sie den Krieg und nahmen die Insel ein. Die Johanniter räumten die Insel und gründeten 1530 auf Malta ein neues Hauptquartier, weswegen sie heute Malteser genannt werden. Ist das die Türkei da hinten schon? Ja, das ist die Türkei. Da siehst du das ganze Taurusgebirge und im Winter ist es manchmal so klare Sicht. Und meinst du, du kannst sie anfassen und da gibt es ganz viel Schnee. Zum Greifen mal. Einige Gebäude aus der Zeit der türkischen Herrschaft sind bis heute erhalten. 1912 kamen die Italiener, zerstörten viele muslimische Häuser und restaurierten einige Zeugnisse christlicher Herrschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel Rhodos an Griechenland. Endlich wurde die gesamte Altstadt unter Denkmalschutz gestellt. Und natürlich gibt es auch heute noch dort einen interessanten Markt. Hier wird neben den Gewürzen vor allem Kaffee verkauft. Den haben die Einwohner von Rhodos erst während der osmanischen Besatzung kennengelernt. Der riecht auch gut. Wir rösten hier selbst. Die Maschine ist von 1940 und tut es immer noch. Türkischer und griechischer Mokka, das ist eigentlich dasselbe. Trotzdem würden die Griechen nie einen türkischen Kaffee, sondern immer einen griechischen bestellen. Gut. Der Mandraki-Hafen, wo wir jetzt sind, war mal der Kriegshafen der Johanniter. Heute liegen hier private Yachten und Segelboote. Von hier aus starten aber auch die Ausflugsboote nach Lindos und zu Badetouren an der Ostküste. Guck mal, Damina, schau, das sind die Elaphos und Elafina. Der Hirsch und die Hirschkuh, Genau. die Wappentiere, ne? Das sind die Wappentiere von Rhodos. Das ist ja hauptsächlich eigentlich aus einem Orakel von Delphi. Die haben uns mal den Tipp gegeben, also für die Griechen sozusagen, dass man hier ein paar Rehe, also ein Dammwild ist das eigentlich hier, hierher bringen soll, damit die auf die Schlangen losgehen. Weil früher hieß es sogar auch hier die Schlangeninsel. Es ist zwar die Sonneninsel auch, aber es gab sehr viele Schlangen hier. Und die Hirschkuh, bevor die eben gebärt, tut die im Umkreis von 1 Kilometer alles platt machen, was ihrem kleinen Kids gefährlich werden könnte in dem Sinn.
Also die Legende sagt, dass die Hirsche geholt wurden, um die Schlangen hier platt zu machen auf der Insel. Ja, und das war ein Riesenerfolg. Also man sieht sehr selten noch Schlangen hier. Hier? Ja, das ist hier Mama Sophia. Da kann man gut essen. Ja, Hallo, alles gut? Ja, Sophia. Sophia. Ah, schöner Name. Popo rumina Katsumi. Ja, ja. Mann. Gut. So ein nettes Plätzchen. Also ich würde das gerne so machen, dass wir einfach sagen, wir sagen irgendeinen Preis und dann bringt sie, was sie möchte. Weil Das ist, glaube ich, macht man hier oft so, das ne? macht man sehr oft so, dass man sagt, guck mal, ich habe jetzt 30 € in der Tasche, bring mir mal Messe. Für dieses Geld. Für dieses Geld. Okay. Ja? Machen Ja. wir das doch so. Ja, ich freue mich das total. wollten wir. Okay. Also, So, herzlich. Und da wir ja gerade über die Hafendekoration gesprochen haben, da gab es doch noch das 6. der 7 Weltwunder. Der Koloss von Rhodos soll hier einmal gestanden haben. Breitbeinig unten am Hafen, um die Einfahrt zu bewachen. Der Legende nach war die Riesenstatue eine Opfergabe an den Sonnengott Helios, den Schutzpatron der Insel. Er hatte die Rhodier vor der Besetzung durch eine feindliche Macht errettet. ...30 Meter soll er angeblich hoch gewesen sein. Er wurde oft gemalt, der Koloss. Doch nie zu der Zeit, als es ihn wirklich gab. Εντάξει, σιγά σιγά τώρα. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Δοκιμάστε τώρα. Guten Appetit. Καλή όρεξη. Darf ich dir mal was geben oder wie geht man denn jetzt vor? Also erstmal hat er gerade gesagt, guten Appetit heißt Kaliorixi. Kaliorixi. Okay. Und wie man vorgeht, normalerweise im Griechischen, jeder nimmt sich, was er hat oder was er möchte. Ja. Also man serviert jetzt nicht unbedingt dem anderen, Sondern jeder nimmt sich jeder was. nimmt sich Dann was. machen wir das ist doch die griechische Tour. So. Halloumi. Halloumi ist der gebackene Das Käse, ist wie ne? ein Kaugummi-Käse. Ich glaube, das ist Rindfleisch mit drin. Aha, wie heißt das noch? Stifado vielleicht? Ja, Stifado. Stifado. Oh, what's that? Αχινοθανάτα. Ui. Das ist Seeigel-Salat. Seeigelsalat. Seeigel. Das habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Seeigelsalat. Ist kalt, ne? Es ist so zwischen ein bisschen algig, ein bisschen wie Austern, aber dann doch. Es schmeckt so nach Meer, ne? Ja, aber es schmeckt nicht Salzig, so mild. jodig. Das schmeckt nicht Nee. so extrem jodig. Auf Rhodos. Auf Rhodos. Jammers. Die Sonneninsel. Die Sonneninsel, genau. Geht's uns gut, ha? Ich liebe das. Wir sind ein wenig in die Berge gefahren. Und was finden wir? Ein Hotel im alpenländischen Stil. Italiener haben das Haus als Feriendomizil für ihre Offiziere gebaut. Denn die Insel Rhodos war ja von 1912 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges von der italienischen Armee besetzt. Hallo. Wart ihr da schon drin? Ja. Gerade eben. Ich habe schon so gemerkt. Versuche ich es mal mit Deutsch und schwupp, wo kommt ihr her? Aus Sachsen. Aus Sachsen, schön. Zwickau, besser gesagt. Okay. Wo der Trabant herstammt. Und schon mal auf Rhodos gewesen? Ich noch nicht. Ich ja, vor vielen, vielen Jahren mit meinen Eltern. Auch wenn ich schon hier war, das ist so viele Jahre her. Also es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Ne? Ja. Am besten mit dem PKW. Ja, auf eigene Faust. Mache ich ja auch so. Genau, auf eigene Faust. Da kann man da anhalten, wo es einem gefällt. Am Straßenrand die kleine Kapelle oder die kleine Taverne. Sehr gut. Genau. Hätte ich euch jetzt auch empfohlen, das so zu machen. Macht's gut. Ja, danke. Tschüss. Das Elafoss Hotel hat sich seinen Charme von anno dazumal bewahrt, als es 2006 nach einer gründlichen Renovierung wiedereröffnet wurde.
Alles, was neu gemacht wurde, mutet an, als stamme es von früher. Auch ein bisschen italienischer Charme wurde bewahrt. Man ist stolz auf die Geschichte des Hauses. In den 1950er Jahren übernahm das griechische Fremdenverkehrsamt das Hotel. Es war mal eine Zeit lang Sporthotel. Radrennen führten hier vorbei und sogar Wintersport gab es hier auf 780 Metern Höhe. Apropos italienischer Charme. Die Espresso-Maschine hier mutet sehr italienisch an. Doch man serviert den kleinen Schwarzen mit Honig. Ein Special des Hauses, das die Touristen, die hier auf einem Ausflug vorbeikommen, gerne ausprobieren. In der Umgebung gibt es viele Wanderwege. Früher waren die Leute da mit ihren Eseln unterwegs. Esel gibt es heute kaum noch. Aber wandern kann man gut. Man kann sich die Karten in einer App runterladen und so den Routen folgen. Wer rund ums Hotel wandern gehen möchte, kann aber auch über uns eine Tour mit einem Wanderführer buchen. Aber verlaufen kann man sich hier sowieso nicht. Aber so ein kleines Teil kann man überall mit hinnehmen. Und jetzt hier auf Rhodos im Wald, zack, in die Hängematte. Und schwupps, ein kleiner Glücksmoment. Herrlich. Das Waldbaden. Und es zirpt so laut und der Wind weht so leicht. Ich glaube, hier bleibe ich. Genug ausgeruht. Nun gehen wir mit Nikos auf die Suche nach dem Symboltier von Rhodos. Man erinnere sich an die Hirsche im Hafen von Rhodos-Stadt. Denn es gibt eine Menge Hirsche auf Rhodos. Die Frage ist bloß, werden wir einen sehen? Hier. Das wäre wahrscheinlich schon. Ist das jetzt Hirschkaki? Das könnte auch von einer Ziege sein. Stimmt. Ja, Hase ist vielleicht ein bisschen groß. Nein, ne? Hase ist es sicher nicht. Nein. Und die Hirsche ist mal ganz realistisch zertreten die Schlangen, oder wie? Jetzt Ja, ist besser. die Augen sehen. Die, Gut. ja, die wollen also ihre Kleinen schützen. So mit ihren Hufen können sie das tun. Aber die alte Bauernweisheit ist, dass der Geruch vom Geweih die Schlangen vertreiben kann. Ja? Weil die schon merken. Ja, dass Hirsche in der Nähe sind. Ja? Okay. Und gibt es denn jetzt noch Schlangen oder nicht? Keine giftige mehr. Da bewegt sich was. Ein Hirsch? Ja, Nee, eindeutig Ziege. Kalkstein haben sich zuerst gebildet. Und dann alles andere. Und was ist das? Hirschknochen? Wir haben keine Feinde hier. Nein, auch eher Ziege, sagt Nikos. Hirsche findet man leichter an Wasserstellen. Ob wir da noch hinkommen? Aber was soll's. Aber das ist ja das, wenn man im Wald die Augen offen hält, findet man immer irgendwas. Ne? Natürlich. In der Regenzeit kann man sogar Pilze hier finden. Auf dem Prophet Eliasberg, wo wir uns befinden. Also zu jeder Jahreszeit gibt's was. Gibt es etwas? Selbst wenn man keine Hirsche sieht, ist auch es schön. Auch wenn man keine Hirsche sieht. Genau. Ja, Ziegen sind ja auch nette Tiere. Hier, guck, siehst du hier? Hier so, hier siehst du, das ist ein Weg. Ja. Toll. Allerdings muss man auch sagen, insgesamt nimmt die Zahl der Hirsche auf Rhodos ab. Zu viele Waldbrände und Autounfälle. Das ist das typische Harz, mit dem der griechische Rezina-Wein aromatisiert wird. Nico, ich habe noch was dabei. Ja, Kleines Picknick. Das ist immer das Beste, finde ich. Im Wald. Hält er uns? Mal schauen. Aber der Ja, hält. der hält. Guck, diese kleinen Teiche, nur ganz klein. Das ist
Kennst du die? Natürlich, die kann Wie man in heißen ganz die noch? Griechenland machen. Ja. Das ist, wie ich sehe, hier eine Auswahl. Das ist immer der Teig und der wird gefüllt, mal mit Käse, Also das ist mal mit Käse und Schinken ist das. Das mit kleinen Würstchen. Würstchen. Ja, Was das ist hier ist mit versteckt? Käse und Minze. Die Ja, gehen witzig. immer, finde ich, die kleinen Teilchen. Ne? Gute Größe. Ja, jetzt ein voller Magen ist, das gibt es auch da im Griechischen, wenn man Hunger hat dann, oder wie war das noch? Nein, ein hungriger Bär, der nicht tanzt, sagen Ach so. wir im Griechischen. Ein hungriger Bär, der nicht tanzt. Der tanzt nicht. Der tanzt nicht, Ja. so. Muss ja was zum Essen bekommen. Mhm. So essen wir, damit wir weitermachen können. Ne? Damit wir weiter Wir haben noch den viel zu Hirschtanz entdecken machen hier Ja. in Rhodos. Mhm. Jetzt weiß ich es wieder. Die Teilchen heißen Tiropitakia. Am besten kauft man sie morgens noch warm beim Bäcker. In und um Embonas werden Wein, Oliven und Fleisch erzeugt. Und natürlich lebt man hier auch von den Touristen, die ins Dorf kommen, weil es im Hochsommer hier oben nicht so heiß ist. Βγαίνεις νωρίς να πας στην εκκλησιά, σπαθιά στο ροπελέκι, χτύπανε Θεέ μου τα καμπαναριά. Aber hier kehren nicht nur ausländische Besucher ein. Viele Einwohner von der Ostküste von Rhodos kommen an den Wochenenden zu Nikos Maroulakis, um zu feiern und zu futtern. Seine Familie betreibt das Restaurant in der 3. Generation. Χάντρα στο κομπολόι σου, ο Μαργαριταρένιο, άχνα μου στο φουστάνι σου. Es gibt Lamm und Ziege vom Holzkohlegrill, Souvlaki-Spieße oder spezielle Bratwürstchen. Nikos hat da ein Geheimrezept. Dieses köstliche Essen hier, das versuche ich jetzt. Das hier ist Ziege. Das hier ist eine Grillwurst mit Schwein und Rind. Und das hier ist, glaube ich, Leber. Jetzt versuche ich das mal zu essen hier. Auf die griechische Art mit der Hand. Und danach Nachtisch auf griechische Art. Kaffee Elleniko? Griechischer Kaffee? Metrios. Mittelsüß. Ah, ευχαριστώ. Dankeschön. So, jetzt gibt es hier den griechischen Kaffee und die griechischen süßen Teilchen. Und die probiere ich jetzt ganz brav mit Messer und Gabel. Das kann ich nämlich auch. Mmh. Auch immer sehr heiß. Und so ein bisschen mehlig, köstlich. Gibt es eben nur in Griechenland so. So, gut gestärkt. Kann man sich jetzt noch ein bisschen umgucken. Also auf in die Shoppingmeile von Embonas. Alles, was der Tourist so braucht. Danke. Mhm. Schön. An manchen Orten muss man einfach anhalten und reingehen. Die kleine Kirche hat eine berührende Entstehungsgeschichte.
Und sie ist voll von Fresken, die diese Geschichte erzählen. Ein aus Byzanz stammender Verwaltungsbeamter kam nach Rhodos. Doch kurz danach starben seine 3 Kinder an der Pest. Die ganze Familie ist auf Fresken abgebildet. Ihre Kleidung und der Schmuck lassen erkennen, dass sie aus der heutigen Türkei gestammt haben müssen und wohl sehr reich waren. So wurde dieses Kirchlein erbaut. Als die Kapelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzustürzen drohte, spendierten ihr die italienischen Besatzer eine neue Kuppel. Rhodos verfügt über ein gut ausgebautes Netz von Nationalstraßen, auf dem man schnell vorwärts kommt. Eine davon geht einmal um die Insel herum, an der Küste entlang. Wir fahren jetzt durch die Inselmitte nach Norden, zu einer ganz besonderen Anlage, den Kalitea-Thermen. Schon Hippokrates, der berühmte Arzt der griechischen Antike, beschrieb die Heilwirkung der Quellen. Der märchenhaft schöne Bau, den wir jetzt betreten, geht auf die italienischen Besatzer in den 1920er Jahren zurück. Therme Kalitea. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Therme fast vollständig zerstört und verfiel. Erst vor kurzem begann der Wiederaufbau, obwohl die 6 schwefelhaltigen Quellen, die vor dem Krieg noch flossen, heute versiegt sind. 2007 wurde der Gebäudekomplex für Besucher wiedereröffnet. Auch wenn es das Thermalwasser nicht mehr gibt, baden kann man hier prima. In der Bucht nebenan. Ziemlich schick und nobel ist es hier. Strandurlaub in Luxusausgabe. Ja, in der Mittagshitze ist hier echt nicht viel los. Auch ein Tipp, wenn man ein bisschen seine Ruhe haben will. Hey, hallo! Perfekte Temperatur. Was für ein Kontrast. Wir sind in Faliraki, mit dem Auto 10 Minuten weiter südlich. Hier war mal ein Fischerdorf. In den 1970ern wurden die ersten Hotelanlagen gebaut. Heute kommen im Sommer auf 2000 Einwohner täglich rund 30.000 Touristen. Die Bettenburgen hier sind keine Augenweide. Aber als Individualurlauber kann man den Ort durchaus nutzen, um von hier aus die Insel zu erkunden. Es gibt auch kleinere Pensionen abseits des Zentrums. Und touristisches Entertainment gibt's hier zweifelsohne. Wie fing das alles an auf Rhodos?
Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es die italienischen Besatzer, die anfingen, Rhodos zur Ferieninsel auszubauen. Sie eröffneten Hotels, vor allem im Norden rund um Rhodos Stadt. Der Rest der Insel blieb aber ländlich und verschlafen. Das änderte sich, als in den 1970er Jahren die Chartermaschinen die Insel ansteuerten, vollgepackt mit Gästen aus England, Deutschland, Skandinavien. Der Massentourismus hatte begonnen. Früher als anderswo in Griechenland. Generationenübergreifend brachten die Besucher ihre Urlaubserinnerungen mit nach Hause. Und Udo Jürgens sang 1974 vom griechischen Wein. Und in Deutschland eröffneten die entsprechenden Restaurants mit Gyros und Souvlaki-Spießen, die man aus dem Urlaub kannte. Und Rhodos? Viele der alten Häuser und Tavernen in Strandnähe mussten großen Hotelanlagen weichen. Die Einheimischen auf Griechenlands erster Urlaubsinsel verloren ihre Küstenstrände und gewannen Arbeitsplätze. Doch heute klagt so mancher, dass der preiswerte Pauschaltourismus mit Vollpension und All-Inclusive nur wenig Gewinn für die ansässigen Privatbetriebe bringt. Yassas. Hallo. Hello. Already. Jederzeit bereit. Wollen wir gleich hin? Ich bin so neugierig. Gleich zum Sonnengott nach vorn. Mein Gott, das ist ja echt direkt quasi überm... Wir sind im Hipparchos Astronomie-Café, einem privat betriebenen Astropark mit Sternwarte. Hier gibt es Geräte zur Himmelsbeobachtung und Zeitmessung. Und eine Sonnenuhr, wo man selbst der Zeiger sein kann. Hier, die Füße. Die Füße, das ist eine lebende Sonnenuhr. Die richtige Zeit. Auf Juli. richtigen Monat, da zeigt die Zeit. Ne? Ach was. Aber plus eine Stunde, weil Sommerzeit ist. Genau. Und das nennt man lebende Sonnenuhr, weil man macht sie lebendig durch unseren Körper. Lebende Sonnenuhr. Ja. Ich bin der Zeiger und kann jetzt genau sehen, wie viel Uhr es ist, wenn ich mich auf den richtigen Punkt stelle. Stimmt? Ja. 9:45, 9:45 also. Genau. Perfekt. Und das alles auf der Insel des Sonnengottes. Ja, alles hat mit der Sonne zu tun. Auch das Leben. Perfekt. In diesem Gebäude steht das Teleskop, mit dem man in den Weltraum schauen kann. Das Herzstück. Ach, Riesenapparate. Stergos, der aus Österreich kommt, ist stolz, dass man mit seinem Teleskop nicht nur den Mond, sondern seit kurzem auch die Sonne betrachten kann. Ja, spannend. Ja, jetzt habe ich die Sonne schon voll im Blick. So, und jetzt, wo kann man reingucken? Ach, also hier ist da Super. kannst du mal durchschauen, da siehst du die Sonne klein mit einem Fadenkreuz. Wow, ja. Sieht ja aus wie ein Blutmond. Ja, man kann verschiedene Farbfilter benutzen. Unglaublich. Ja. Diese Dimensionen. Ja. Ja, also direkt Blick in die Sonne, aber man muss wieder sagen, aufpassen, nicht irgendwie und immer mit jemandem, wo sich auskennt und immer mit Filtern, die geprüft sind. Und jetzt darfst du mal durch den großen Teleskop durchschauen. Da siehst du die Sonne groß natürlich. Ich sehe die Sonne. Wie vielfach vergrößert? Das ist jetzt eine kleine Vergrößerung, so ungefähr um die 60 Mal. 60 Mal vergrößert. Ist aber schon beeindruckend. Bildfüllend. Und das ist die Bucht unterhalb des Cafés. Sie hat einmal Stergos Großvater gehört. Aber dann wurde sie vom griechischen Staat dem berühmten Schauspieler Anthony Quinn geschenkt, weil er hier einen Film drehte. Und Stergos Familie wurde mit dem Grundstück oben auf dem Berg entschädigt.
Von Faliraki geht es für mich morgen auf eine Tour in den Dschungel von Rhodos. In den Wäldern rund um Archangelos soll man eine besondere Wanderung erleben können. Okay, hier ist unser Porsche aus Stuttgart. Es geht ja schon mal gut los hier. Mal gucken, was noch kommt. Unser Reiseführer heißt Nikos und ist, na sagen wir mal, irgendwie noch in den späten 60ern. Wir bekommen Blumen ins Haar. Du da? Nein, du da. Du bist die beste Person für den Platz hier drüben. Nikos Papas ist hier in der Gegend geboren, erzählt er. Er fühlt sich als Kind des Dschungels. Und den will er uns jetzt zeigen. So, Fahrteil überstanden. Bin schon gespannt auf den nächsten Teil. Die Gegend um Archangelos wirkt sehr natürlich und ist noch nicht so sehr vom Tourismus geprägt. Nikos allerdings hat seine Lektion gelernt und schaltet auf seinem Ghetto-Blaster den Sitaki an, um uns griechisch einzustimmen. Wir müssen alle lachen. Ich glaube, das ist so gewollt. Hm? Walk like this? Ah, so die Füße setzen. Okay, super. Ja, sie weiß schon, wie man hier läuft und kann es einem gleich beibringen. Ne? Uiuiui. Oh. Wir hören auf die Geräusche der Natur. Hey. Water. So schön erfrischend. Also verglichen mit den Temperaturen an den Stränden unten ist es hier gefühlt mindestens 10 Grad weniger. Herrlich echt. Und da nimmt auch schon der Erste ein Bad. Auch ausdrücklich empfohlen. Myrrhe. Ja, eine der 3 Gaben, die man Jesus darbrachte. Du erinnerst dich? Yes. Riecht wie Parfum. Rubbel das mal und dann riech. Du kannst das selbst ausprobieren, bitte. Please, parakalo, bitte. Parakalo. Mach ein bisschen so, bisschen mehr so. Ja, like this. Boah, schön. So ein bisschen harzig riecht's. Oreo, beautiful. Oreo. Pame? Pame. Pame. Gehen wir, heißt das. Parakalo, Pame. Bachwandern nennt sich das, was wir hier machen. Das Tolle ist, man hat keine Ahnung, wo man ist. Wir sind so in der Erde quasi drin, über uns dieser riesige Bambuswald. Irgendwo die Ziegen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Das ist jetzt krass. Gut, dass es hier keine giftigen Schlangen mehr gibt. Glaube ich zumindest. Oh. Oh. Guck mal, hey. Wow. Endstation. Das ist Nikos Weiher, sein Naturheiligtum, das er auf jeder Wanderung seinen Gästen zeigt. So, und das ist ein Geschenk von Nikos. Jeder Gast darf noch was von hier mitnehmen. Und es ist wirklich spannend. Am Anfang dachte ich ja,
Oh Gott, was wird das jetzt hier? Aber Nikos hat es geschafft, die Leute erstmal voll aus dem Alltag rauszuholen, mit dieser Craziness in so eine ganz neue Welt zu entführen. Und dann taucht man hier ein und merkt, mit was für einem Herzblut er hier unterwegs ist, wie er das alles kennt, wie er jede Ecke sich überlegt hat und immer wieder neue Ideen hat. Und am Schluss hat man so eine kleine Reise gemacht und ja, hat ein tolles Erlebnis gehabt und merkt, dass das hier alles mit ganz viel Liebe gemacht ist. Also ich bin wirklich begeistert. Das Städtchen hat seinen Namen vom Erzengel Michael. Ihm ist auch die zentrale Kirche gewidmet. Von hier aus kann man Touren machen, zum Beispiel ins Schmetterlingstal, das wir ja schon kennen. Das Meer ist mehrere hundert Meter vom Stadtkern entfernt. Archangelos ist eine typische griechische Kleinstadt, in der der Tourismus noch nicht die Oberhand gewonnen hat. Die Kirche des Erzengels im Stadtzentrum sieht älter aus, als sie ist. Die Türken begannen sie 1845 zu bauen, ohne den Turm. Denn den hat eine byzantinische Kirche nicht. Den Glockenturm haben dann die italienischen Besatzer hinzugefügt. Der alte Ortskern ist noch gut erhalten. Typisch hier die kleinen Höfe mit ihren kastenförmigen Wohnhäusern, in denen es meist nur einen Raum gibt. Sie sind heute nicht mehr gefragt, denn das Leben auf so einem kleinen Raum ist für die griechische Jugend nicht sehr attraktiv. Betritt man ein solches Einraumhaus, erscheint es wie ein Museum, in dem das Leben der vorherigen Generationen bewahrt wird. Wir sind im Zuhause von Haristoula, die gerade von ihrer Freundin Besuch hat. Schon seit ihrer Geburt wohnt sie hier. Sehr nett, dass sie uns nun zeigt, wie man sich in einem solchen Einraumhaus einrichtet. Hier drin sind Kleider und Tischtücher. Auch hier. Das Gleiche. Na, guck hier. Hier oben haben wir geschlafen. Als Brautpaar. Die erste Nacht. Und die erste Zeit nach der Hochzeit. Später haben wir dann unten geschlafen. Am Kamin war es gemütlicher. Das waren viele gemeinsame Jahre. Hier war der Kamin. Jetzt tue ich da auch Sachen rein. Und sofort wird uns auch etwas zu essen angeboten. Haristoula bekommt nur noch selten Besuch. Ihre Kinder und Enkelkinder sind weit fortgezogen. Ich habe das Haus einer meiner Enkeltöchter vererbt. So ist das Tradition bei uns. Sie hat versprochen, es zu renovieren, es neu zu verputzen, weil alles so alt ist. Ich weiß aber natürlich nicht, was sie machen wird, wenn ich sterbe. Das ist schon wieder so ein Ort, an dem man mal anhalten muss. Ein Fischrestaurant. Das Dorf besteht eigentlich nur aus einer Taverne, einer Kapelle und einem Strandstück. Neben der Hafeneinfahrt liegt ein Schiffswrack, ein beliebter Tauchspot. Gefischt werden darf dort nicht, aber die heutigen Fischer von Plimiri haben ihre Reviere sowieso weiter draußen. Berufsfischer gibt es immer weniger. Früher waren 200 Kilo Fisch am Tag keine Seltenheit. Heute müssen die Fischer viel weiter weg von ihren einstigen Fanggebieten, um überhaupt was ins Netz zu kriegen. Zum anderen wurde die Arbeit im Tourismusgewerbe einfach immer einträglicher. Nikolas hat für sich eine Lösung gefunden. Er fischt zwar noch selbst, kleine Mengen für den Eigenbedarf und den Markt in Archangelos. Aber er fährt auch mit Touristen raus aufs Meer, um ihnen zu zeigen, wie man fischt.
Fishing Cruises, Fischereirundfahrten, sind sein eigentliches Geschäft. Hier gibt es einfach nicht mehr so viele Fische. Es ist in den letzten Jahren viel weniger geworden. Sie gehen nicht mehr so ins Netz, als wären sie schlauer geworden. Mein Sohn hat zu mir gesagt, da war er 5, Papa, was machst du da? Das Leben als Fischer ist kein gutes Leben. Aber ich brauche das Meer. Wenn mein Boot im Hafen liegt, geht es mir nicht gut. Aber sobald ich rausfahre, dann ist alles wieder in Ordnung. Markus! Markus, komm! Marcos ist eine Möwe, die ihn begleitet und laut Nicolas sogar auf ihren Namen hört. Er erkennt sie an einem Fleck hinter dem linken Auge. Special, huh? Yes. Wahrscheinlich kommen die direkt von da. Frage ich mal nach. Kalimera. Oh, sprechen Sie Deutsch? Haben Sie jetzt schon gemerkt, dass ich auch Deutsch spreche? Sieht man das? Sieht man das? Ach, kommen die alle hier aus dem Meer? Hier? Alles. Jeden Morgen. Jeden Morgen frisch gefangen? Jeden Morgen frisch fischen. Weil es ja nicht mehr so selbstverständlich, dass man das macht. Ja? Aber jetzt, was sind denn das alles für Sachen? Das ist Flunderfisch, eine große Flunder. Mhm. Das sind die ganz flachen, genau. Das ist Zackenbass, kleiner Zackenbass und eine große Zackenbass. Und das ist kleiner Oktopus. Oh ja, oh ja. Draußen ist ja, Oktopus. das genau. Ja. Ich habe die draußen eben gesehen. Die hängen draußen ja über der Wäscheleine. Ja. Warum? Dass die Flüssigkeit wegkommt. Ah, dass sie trocknen? Nee. Und 2 Tage bleiben auf der Sonne. Aha. Und ist der fertig zum Grillen. Dann wird's gegrillt. Ist besser gegrillt. Wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Ich war in Deutschland gelebt. Wo? Bremen, Hamburg. Bremen. Schön, im Norddeutschland. Ja. Oh. Das ist jetzt nur mit Zitrone? Nur mit Zitrone. Und sonst nichts. Galiorexi? Jetzt Galiorexi. mal. Oh. Aus dem Wasser hier und dann getrocknet und dann gegrillt. Und schön heiß noch. Ja, also wenn man ihn so sieht, möchte man ja lieber nicht essen. Aber wenn man ihn dann isst, ist er köstlich. Mega fein. Ja, gute Geschmack. Jammers. Jammers. Vielen Dank. Köstlich. Wenn man den zu Hause in Deutschland trinkt, ist es nicht dasselbe. Nee. Aber hier ist es das Getränk und sofort so, oh, ich höre Deutschland und dann wieder Zivilisation und die Frau hier kennengelernt. Zum Schluss fahren wir noch mal 30 Kilometer weiter nach Lardos, ein Hotspot rund um den Wassersport. So, Roland? Mina. Sehr gut, das sieht ja schon sehr nach startklar aus. Hallo. Ja, sind wir. Okay. Wir machen jetzt eine Speedboot-Tour. Super. Ja. Gut, danke schön. Hammerklares Wasser, das sehe ich hier so toll. Fährmann hol über. Genau. Dankeschön. Okay. Willkommen an Bord. Ja, ich freue mich. Es geht los aufs Wasser. So.
bisschen wie Autofahren, nur anders. Roland hatte früher ein Hotel im Erzgebirge. Seit 2007 lebt und arbeitet er auf Rhodos. Also ca. 40 km/h, wenn du es aufs Auto umrechnest, mal 4. 40 km/h. Wie viel PS hat das Teil? Das sind 220 Pferdchen. Unser Ziel ist dieser Felsen, der eine besondere Stelle markiert. Früher war hier ein Vulkan, erklärt mir Roland. Ja, tiefster Punkt auf der Fahrt in der Mitte von der Bucht sind so circa 500 Meter. Dann kommt die Insel hoch. So, und dahinter geht es runter auf 4.750 Meter. Das ist dieser ganz tiefe Punkt hier. Ja, zweitiefster Punkt im Mittelmeer. Ne, wir sind auf der Erdplatte, da ist die Insel. Die andere Erdplatte kommt von da. Ich zeige dir gleich die Kante, wo es runtergeht. Okay. Toll, dass man so nah rankommt. Ja. Das ist wirklich fantastisch. So, guck mal ins Wasser. Das ist das letzte Stück Felsen. Ja. Die nächste Stufe ist bei 1200 Meter und dann geht es runter auf 4700. Nein! Das ist die Stelle, wo die Kontinentalplatten zusammenkommen. Genau. Und da geht's so tief. Ja. Oh Gott. Ja, Wahnsinn. An diesem Punkt des Mittelmeeres fangen wir langsam an, uns von Rhodos zu verabschieden. Aber Roland hat noch ein anderes Highlight in der Bucht parat. Eine blaue Lagune, in die man einfach reinspringen muss. Sie ist nur vom Wasser aus zugänglich. Juhu! Oh, ist das nicht ein herrlich klares, strahlendes, blaues Wasser hier in der blauen Lagune? Oh, die ganze Zeit hatten wir schönes Wetter. Es gibt ja viele Mittelmeerinseln, die von sich behaupten, die Sonneninsel zu sein. Aber auf Rhodos stimmt es wirklich, das kann ich bezeugen. Und dann auch diese unglaublich gastfreundlichen Menschen, das köstliche Essen. Toll. Ich sag Yassas und bis zum nächsten Mal.